zusammen die Welt erwecken. Vom Wargame bis zum Tabletop, basteln und bemalen nonstop. Brettspiele, die uns fesseln hier. Komm, sei dabei und spiel mit mir. Pivians Miniaturen, hier geht's los. Bunte Welten, alles wird groß. Vom Gelände bis zur kleinen Figur. Gestalten wir mit Herz und Spur. Und im Livestream, da geht's rund. Lass uns gemeinsam tauchen in den Fund. Schritt für Schritt, wir nehmen uns Zeit. Mit Hand und Herz in die Unendlichkeit. Brettspiele auf dem Tisch so klar. Ein Spiel, ein Abenteuer wunderbar. Vom Wargame bis zum Tabletop. Basteln und bemalen nonstop. Brettspiele, die uns fesseln hier. Komm, sei dabei und spiel mit mir. Pivians Miniatur, hier geht's los. Bunte Welten, alles wird groß. Vom Gelände bis zur kleinen Figur. Gestalten wir mit Herz und Spur. Und im Livestream, da geht's rund. Lass uns gemeinsam tauchen in den Fund. Live dabei, sei unser Gast. In unseren Streams, da wird nichts verpasst. Jeder Wurf, jeder Pinselstrich. Gemeinsam sind wir mehr als nur ein Klick. Also pack deinen Pinsel aus und zeig uns deinen kreativen Applaus. Pivians Miniaturen, der Spaß beginnt, komm, sei dabei. Und jeder gewinnt. Pivians Miniaturen, hier geht's los. Bunte Welten, alles wird groß. Vom Gelände bis zur kleinen Figur. Gestalten wir mit Herz und Spur. Und im Livestream, da geht's rund. Lasst uns gemeinsam tauchen in den Fund. Pivians Miniaturen, hier geht's los. Bunte Welten, alles wird groß. Moin zusammen. Ich hoffe, ihr habt ein schönes Wochenende gehabt. Wo ist denn jetzt links? Ach da. So. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende und seid fit für genau eine weitere Runde Drachen bemalen. Den hatten wir ja gesagt, war heute fertig. Wenn ich ihn da reinkriege. So. Ich hoffe, die Musik ist nicht zu laut, nicht zu leise. Ich hoffe, ich bin nicht zu laut, ich bin nicht zu leise. Ja, ansonsten sagt er einfach Bescheid. Dann mache ich natürlich die Musik lauter. So. Ja, letztes Mal haben wir hier alles mit Acrylfarben bemalt. Und jetzt müssen wir noch die Arme und Beine, also die Schuppen daran, in diesem dunklen Rot machen. Wenn ich jetzt noch wüsste, welches war. Das ist blöd, wenn man ein Modell liegen lässt, ne? Ich glaube, das hier war das. Und das war das hier. Hoffe ich mal. Ja. Das hoffe ich doch mal. So. Dass ich das richtig im Kopf habe. Genau, hier vorne, die werden wie die Hörner, das werden so Knochen. Da brauche ich erstmal Knochenfarbe für. Bup, 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 bup. Bup, bup. Knochenfarbe. Wo ist sie denn? Wo ist mein Bone White? Hallo? Was? Ja. Dreimal in der Hand gehabt, ne? Kennt ihr? Oder nicht benutzt. Hoppala, das kommt erstmal schön auf meine Nasspalette und dann machen wir nämlich die zuerst, die Sachen, die Bone White werden sollen. Wie gesagt, das soll hier
Das hier alles wird Bone White. Ich sag mal bis so hier. Würde ich jetzt mal so sagen, oder? Bin gerade am Überlegen, wo hören hier die einen Schuppen auf und fangen die anderen an. Ich würde sagen, hier so. Das wird alles Bone White, genau. Also hier ist quasi die Grenze. Kann ich auch nur empfehlen, sowas vorher einzuzeichnen. Habt ihr hinterher mit den großen Stellen weniger Probleme. So. Dann geht das nämlich hier schön entspannt weiter. Und hier natürlich. Das war jetzt ein bisschen viel Farbe. Aber gut. So, und hier würde ich sagen bis zum Kopfansatz. Also quasi bis da so. So, einmal zack, zack, zack. Und hier so. Aber auch runter. Dann kann das, glaube ich, gut funktionieren. Ja, das sieht doch gut aus. Muss ich mir gleich mal überlegen, wie ich die Schuppen ein bisschen hervorhebe. Ob ich da Speedpens für nehme oder Washes. Wahrscheinlich eher Washes. Weil so hell sollen die natürlich nicht bleiben. Ne? Soll ja schon roter Drache werden, aber ruhig ein bisschen dunkler, düsterer. Sonst wird er ja viel zu lieb aussehend. Sag ich mal. So, jetzt muss ich hier auch noch mal kurz gucken, wo hier das Ende ist. Da. Da. Hier. So. Ja, moin zusammen. Hallöle. Ja. Bisschen später geworden. Ich musste noch ein bisschen was rumteflonieren und so. Ja, ich habe mir heute meine Büste gekrallt hier. Und die werden wir jetzt mal ein bisschen bemalen. Ihr lieben. Ja, sag ich doch mal, ne? Nicht schlank schnacken. Kobby knocken. Jo. Ja, hier ist es. Ich weiß jetzt nicht, warum keine Musik gerade läuft. Manchmal hasse ich das ja, ne? Hallo, Kleine. Wie geht es dir? Wie steht es dir? Hörst du Musik? Ich höre nämlich keine Musik auf meinen Boxen. Normalerweise habe ich doch immer so ein bisschen Hintergrundmusik. Aber man kennt es ja, man fummelt dran rum und schon ist es weg. Schlimm. Ich glaube, da ist die Musik wieder. Ja, ich glaube, die kommt gleich. Ich glaube, sie kommt gleich, die Musik. Oh, krank. Nicht gut, warum machst du sowas? Die Miniatur, die ist ganz cool eigentlich. So eine Cyberpunk-Figur. Da ist Musik. Okay. Und die hat hier so ein, ja, ich würde sagen, so ein Holo-Gerät. Und da ist dann irgendwie so ein Dämon sag ich schon, hier so ein Elementar drauf. Hoppala.
Ich glaube, mit dem fange ich auch an. Bin noch am Überlegen, ob ich daraus irgendwie Feuer mache. Oder in so einem Lila. Ich habe noch nie, glaube ich, das Lila Speedpaint ausprobiert. Das wäre auch eine Idee für den. Und der hat eine Maske auf, glaube ich. Das hier ist, glaube ich, eine Maske. Die muss natürlich dann andersfarbig. Ja, natürlich, klar. Wenn man Urlaub hat, dann ist man immer krank. Warum auch nicht? Wäre ja auch mal zu schön, wenn man einfach krank ist, wenn man keinen Urlaub hat, ne? Habe ich überhaupt Lila als Speedpaint? An dem wollte ich mich jetzt nicht super lange aufhalten, aber ich kann mir vorstellen, dass das ziemlich cool aussieht, in so Lila Speedpaint dieses Dings zu machen. Dieses, weiß nicht, Elementar oder was das ist. Ich glaube, ich habe tatsächlich kein Lila als Speedpaint. Krass. Pink habe ich. Ah, doch, da ist Lila. Sehr schön. Ich glaube, das reicht jetzt einfach. Und dann kann man dahinter die Details noch rausarbeiten. Die wird natürlich ohne Speedpaint bemalt, aber der hier, dann ist der durch, sag ich mal. Man kann die Sachen ja immer schön kombinieren, ne? Geil, ich hab noch nicht mal wirklich bemalt und habe schon Farbe an der Hände. Oh. Ich habe jetzt überlegt, machen wir jetzt hier schön das Elementar so ein bisschen lila und dann kann er ja schön trocknen. Aber hinterher wollte ich dann die Highlights und sowas wollte ich dann rausarbeiten. Aber kleine Kisifu ist hoffentlich nur eine Erkältung, nichts Ernsthaftes, ne? Aber das heißt nur. Okay. Wenn ich Kopfschmerzen habe, dann habe ich auf gar nichts Lust, nicht mal irgendwie irgendwas zocken oder malen oder so. Höchste Gefühl ist, wenn dann irgendwie, dass ich nebenbei Fernsehen laufen lasse oder sowas.
Aber wenn ich krank bin, dann schlafe ich auch viel. Von daher ist das mit der Couch dann und dem Fernseher schon praktisch. Und was zockst du gerade? Ah, Ghost of Tsushima, ja, das ist cool, ja. Das macht Spaß, das Spiel, das ist richtig. Das habe ich mir damals geholt, als es rauskam tatsächlich. Ich habe das auch sehr oft und sehr lange gezockt. Hat vor allem eine coole Story auch. Oh, da kann ich nicht mitreden. Hab die Dinger nie irgendwie wirklich gesammelt, diese Trophäen bei PlayStation. Hab die Spiele gespielt, weil sie mir Spaß gemacht haben. Aber tatsächlich zocke ich in letzter Zeit echt sehr wenig. Mhm. Ah. Das alles in deinem Urlaub. Artet doch quasi schon den Stress aus.
Genau alles im Urlaub machen oder genau artet in Stress aus? Jetzt habe ich dich. Haha. Okay. Klang für mich halt irgendwie viel, was du davor hast, deswegen. Nee, das sind keine Beinschützer. Ich dachte, das wären Beinschützer, aber das gehört zu dem Viech. Okay, jetzt habe ich ein taktisches Problem. Wie nehme ich das Ding jetzt außer Hand? Ah, hier. Ah. So, dass ich die Beine bemalen kann.
Als Grundfarbe finde ich das Lila gar nicht schlecht, muss ich sagen. Ja, voll versteckt hier. So. Jetzt ist die Frage, welche Farben kriegt die denn? Also der Arm hier ist definitiv ein Cyberarm. Bis hier so. Das hier ist Haut. Ja, das ist Menschenarm. Ganz normal. Ah, da ist das Loch. Weil es eine hohle Miniatur ist, aber egal. So. Ich glaube, ich weiß, was ich mache. Ich glaube, den Anzug, den mache ich erstmal gelb. Ich weiß nicht, die Mini erinnert mich irgendwie an irgendjemanden. Ich weiß aber nicht an wen. Ob das aus irgendeiner Filmserie, Buch war. Das jetzt erstmal gelb hier, aber schön dünn. Dann haben wir noch ein bisschen Schattierung. Und man kommt besser an die tiefer gelegten Stellen hier, also drumherum, sage ich mal. Dafür ist halt eine Nasspalette auch super, ne? Ja, man sieht das ja hier. Hier unten, ne, dunkel. Also, wie soll ich sagen, ja, man sieht die Schattierung halt besser. Wenn die Farbe ein bisschen dünner macht. Was ja eigentlich logisch ist.
Den muss ich ja dann Bezug quasi noch auf ihn nehmen. Da habe ich auch schon eine Idee für. Bin gespannt, ob das auch aussieht. Was ich da so vorhabe. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr gerade so malt, macht. Hier von hier zu Tsushima, dem Samurai, ich weiß nicht mehr, wie er hieß. Da gibt es auch schöne 3D-Druckdateien. Nur, dass du das auch mal weißt. Gibt sogar ganze Dioramen mittlerweile, glaube ich, von dem. Wie gesagt, das ist echt praktisch hier mit dem, also Nasspalette. Wie sagte mal jemand im Chat, Nasspalette ist ein Gamechanger.
Das ist jetzt irgendwie eine doofe Stelle. Ich weiß nicht, wie ich da dran kommen soll da hinten. Ob ich da wirklich dran muss? Ja, von hier sieht man es leider so ein bisschen. Okay, das geht auch. So. Hat ja noch diese Kette, ne? Mist. Jetzt habe ich ein gelbes Oberteil. Ich wollte die Kette Gold machen. Muss ich mir mal was anderes überlegen. Vielleicht mache ich die eher so gräulich. Moin, Wieland Schmied. Hallöle. Musst du nicht irgendwelche Schwerter für Wieland herstellen oder so gerade? Was treibst du? Was machst du? Wie geht's? Auch cool, ja. Das ist schön. Husaren und Orks. Ah, Husaren ist wahrscheinlich für ein historisches Tabletop, oder? Oder gibt es die bei Herr der Ringe? Könnte natürlich auch sein. Ich weiß auch nicht, welche Farbe ich den Gürtel machen möchte. Also ich hatte eine grobe Idee im Kopf am Anfang. Und die habe ich jetzt gerade komplett über den Haufen geschmissen. Weil es mir irgendwie zu langweilig rüberkam. Also die Ursprungsidee. Kennt ihr das? Wenn man die Figur dann in der Hand hält, denkt man sich, nee, da muss was anderes draus gemacht werden.
Geht mir oft so bei Charaktermodellen zum Beispiel. Wenn ich denn mal Charaktermodelle bemale. Okay. Ja, Orks habe ich letztens auch bemalt gehabt. 22 Stück. Und jetzt habe ich hier noch 2 Kill-Team-Kästen stehen, wo auch Orks drin sind. Einmal Orks und einmal Orks, einmal nicht Halblinge, wie heißen sie noch bei Warhammer 40k? Redlinge. Und einmal Orks und Death Corp of Creek. Die muss ich auch noch zusammenbauen und bemalen. Oh, sieht doch schon gar nicht so schlecht aus. Ich glaube, Gelb war eine gute Idee, so als Anzugfarbe für die. Die hat diese Ringe. Diese Halsringe. Ich glaube, die sind immer aus Gold, oder? Da muss ich mal schauen. Ist das jetzt ein Handschuh? Ja. Das hier ist ein Handschuh. Ich glaube, Gelb war echt eine gute Idee. Mir fällt das gerade richtig. Das ist ja das Coole, seit es 3D-Drucker gibt, versorgt man sich keine Figuren unbedingt
Weil man jetzt so Not neu ausdrucken kann. Das hier sieht irgendwie aus wie so eine Art Handschuh, wo sie Gürtel drum gebaut hat hier. Denke ich mal. Oh, oh. Ja, falsche Farbe. Da bin ich jetzt nochmal drum rumgekommen. Das hier sieht aus wie Metallschulterplatten, oder? Ja. Nehmen uns jetzt hier erstmal ein bisschen Orange. Ich mache jetzt einfach hinten bei den Haaren weiter. Ich weiß noch nicht, wie ich den Rest des Anzugs mache. Also diese Verzierung, die der hat. Mache ich jetzt erstmal hier. So, eine Orange brauche ich jetzt gerade gar nicht. Ich glaube, ich habe alle Ringe erwischt hier. Haarreife Ringe. Ja. Jetzt nehme ich mir hier noch so ein... Bist du? Sunny Yellow. Und hoffen, dass das funktioniert, was ich vorhabe. Ich glaube, es wird ganz interessant. Ich glaube, es wird nicht das, was ich gewollt habe. Aber durch Try and Error entstehen ja auch manchmal so geile Sachen.
Und jetzt nehmen wir uns noch das Demonic Yellow, ne? Was ist Demonic? Oh. Ups, ja, Demonic. Demonic Yellow. Da machen wir aber nur vorne, nur oben rum. Also quasi da, wo es am hellsten wäre. Ich glaube, es gibt schönere Haarreifen. So. Ich glaube, diese Verzierung hier im Gesicht, die 2 Stücke, mache ich auch noch passend zum Oberteil. Ich weiß aber noch nicht, wie ich die Verzierung. Hat einer Vorschläge für die Verzierung? Also für hier die Armdingens? Oder mache ich die einfach auch gelb? Nein, ich könnte ein anderes Gelb nehmen. Das ist einfach. Könnte doch einfach das. Oder das Orange? Ich glaube, das andere Gelb wäre cool. Aber ich glaube, das passt ganz gut, ne? Gott. Ja, das geht doch.
Das geht, das ist doch supi. Ja, das passt gut, finde ich. Noch ein, zwei Stellen hier gesehen. Ja. Ich glaube, jetzt mache ich mal weiter mit der Haut. So, Diele. Mhm. Ach ja, jetzt mal das Richtige finden. Noch die Haut. Moin, Herr Krehe! Wie geht's, wie steht's bei dir? Ich hoffe gut. Ich suche gerade die richtigen Farben. Schon ihr findet. Wenn sie nicht schon so alt werden, dass sie ziemlich angetrocknet sind. Mir geht's immer gut. Naja, meistens, nicht immer. Aber momentan geht's ja. Und selber? Das ist übrigens Chocolate Brown, heißt die Farbe. Du hast ja jetzt was zu malen.
Aber eine Frage habe ich an euch so allgemein, die so Warhammer und so spielen. Pure Interessenfrage, weil ich habe hier meine ganz alten Space Marines wiedergefunden. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt hier, wo die alle schwarz sind gerade. Kann ich die alten Terminatoren zeigen. Und da wollte ich wissen, haben die ganz normalen Truppen hier, die ganz normalen Marines, 32er Bases mittlerweile oder 28er oder 25 oder was haben die? Weil ich habe mir jetzt mal 32er ausgedruckt, weil ich will die neu basen und dann irgendwann bemalen die Sachen. Dann habe ich auch noch einen guten alten, ach sag mal schnell hier, Cyborg-Dings da. Einen guten alten Captain. Oh. Aber ich weiß nicht, wie groß die Bases sein müssen im neuen System. Ich meine, ich spiele das zwar nicht, aber mein Bruder, und falls er mal dann hier ist und wir dann doch das mal spielen wollen, sollte das jetzt zumindest ein bisschen passen, ne? Und außerdem habe ich ja noch ganz viele Dark Eldar im Karton. Die ist von Loot Studio, die Büste. Die gehört zu so einem, ja, also zu so einem Cyberpunk-Paket. Loot Studio macht ja viel hier für Rollenspiele, für Pen-and-Paper-Rollenspiele an Miniaturen. Und dann haben die auch viele Büsten dabei immer. Ich finde Büsten bemalen immer sehr, sehr entspannend. Wenn man halt auch an großen Modellen besser Sachen ausprobieren kann, ne? Und das ist tatsächlich so eine, ich sag was, Cybermagierin. Oder vielleicht auch eine Hackerin, kann auch sein. Habe ich noch nicht so ganz rausgekriegt, weil sie hat hier noch so eine kleine Figur drauf eigentlich. Das sieht aus wie so ein Dämon. Oder Elementar. Ja, aua. Entschuldigung. So, hier habe ich 32er Base. Dann ist der Terminator ja definitiv auch ein 40er. Würde ich sagen. Müsste hinhauen. Hoffe ich. Okay. Dann passt das doch. Dankeschön.
Was war denn nochmal? Dreadnoughts. Das war aber nicht der hier, der Cyborg-Dings, den ich habe, ne? Oder ist das schon Dreadnought? Ich habe das Spiel halt ewig nicht mehr gespielt, wie gesagt. Der Herr Krähe, der war, glaube ich, lange nicht mehr im Stream. Sonst wüsste er, dass zeitweise ich hier Bücher aus den 90ern stehen habe. Und Miniaturen. Ich bin alt. Ich habe mich nur gut gehalten. Das macht die Seeluft unter viel Alkohol. Der ist hier aus der Box, meine ich, Thunder Reef? Storm Reef? Ich habe das Buch dazu, warte. Der ist nicht alt, der ist erfahren. Genauso wie der Terminator Captain. Das ist ja noch echt die... Damals, als alles besser war, Zeit, Geduld. Warte mal, hoppala. War jetzt Spaß, ne? Mit allem besser. Warte, ich finde das Buch. Ich finde das Buch. Das ist die... Ne, ich finde das Buch nicht. Warum nicht? Nein, das war ein White Graph. Der Witz ist, ich habe nicht mal einen Kodex für die Space Marines durchwart. Obwohl ich ja für die Space Wolves habe ich den Kodex. Könnte ich natürlich auch mal gucken, ob ich ein paar Umbauten vornehme. Ich meine, das wäre die Box um Thunder Reef. Oh, warte, hier ist es. Das kann. Genau. Die Box war das. Auf Black Reach, genau. Und das sind halt die. Ich habe noch die Marines halt. Die habe ich noch. Und ich habe auch noch so alte Codexi. Also wirklich alte. Ich habe noch ältere. Wie gesagt, ich bin alt. Aber was. Davon habe ich leider, glaube ich, keine Modelle mehr. Ich habe noch eine Dark Eldar Armee aus der Zeit. Ne, ein bisschen später. Dark Eldar kam später. Auf jeden Fall welche der ersten Modelle von Dark Eldar habe ich noch. 2000 Punkte. Und für Fantasy die Orks habe ich als Ork-Armee. Weil Orks habe ich immer gespielt, weil die Spaß machen.
Weißt du, so Goblin-Katapult, Attacke, mal gucken, wo der landet. Ja? Oder Stänkerei-Tests und so. Das habe ich geliebt. Du hast zwar meistens nicht mit denen gewonnen, aber du hattest auf jeden Fall Spaß am Abend. Ja, ich wohne hier oben, ja, richtig. Ich wohne in Norddeutschland. Dies ist korrekt. So, jetzt lasse ich das mal kurz ein bisschen trocknen und mache eine Raucherpause. Aber damit ihr nicht ganz ohne mich seid, suche ich jetzt den richtigen Knopf. Njam, 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 njam. Bob. Und dann geht das besser. Hm. Ja, ja, ganz alt, ganz alt. Ich bin gerade tatsächlich so alt, ich habe mit Warhammer Fantasy angefangen. Mit viereckigen Bases. So alt bin ich schon mittlerweile. Habe ich die Fantasy Box hier eigentlich auch? Ein White Draft von 2000. Hier sind die Dark Eldar. Vampire habe ich, genau. Nochmal Dark Eldar. Also Dark Eldar habe ich relativ lang gespielt. Ich habe zumindest 2 Codexi. Ah ja, hier. Warhammer, Orks und Goblins. Und die Armee habe ich tatsächlich noch, die ich gespielt habe. Ich werde sie aber einmal komplett grundieren müssen und neu bemalen müssen. Weil Gott sei Dank bin ich in den, weiß ich nicht, 20 Jahren, die ich jetzt male, auch besser geworden. Ja. Das ist, glaube ich, knapp eine Stunde von hier. Müsste ich ihn mal fragen. Aber letztens war er zumindest noch mal zu Besuch und ich glaube, knapp eine Stunde fahren die. Ich wohne in Dornum, in der Gemeinde Dornum, wenn dir das was sagt. Stadt Norden ist auch 40 Minuten von hier. Ich habe hier auch noch ein altes Necromunda. Diese Anfangsbox mit Goliaths und waren das Orlocks? Ja, die waren noch aus Zinn zeitweise. Also da fällt mir ein, die müsste ich eigentlich auch mal. Da müsste ich irgendwie die Farbe abkriegen. Ich habe aber keine Ahnung, wie ich das machen soll. Muss ich mal googeln. Ich weiß nicht, halten Plastikmodelle Terpentin aus? Aurich, ja, das ist ja direkt um die Ecke, ist das ja. Da kennst du garantiert auch den Friesenhammer aus Norden. Oder in Aurich gibt es auch so einen Club und in Esens meine ich auch. Ja, ich bin alt, sag ich ja. Da ist sogar noch die Hero Quest Master Edition von 1980. Und das erste Blood Bowl ist da auch. Ich weiß gar nicht, kannst du das sehen? Warte mal. Oder ihr, besser gesagt. Weiter hoch geht die Kamera nicht, dann mache ich mir die kaputt. Ja, bin halt schon lange Püppchensammler. Und dann habe ich da hinten noch von Warhammer auch noch Häuser und sowas von Warhammer Fantasy. So ein paar, ich sag mal, Kitbash-Sachen. Ja. Ich muss eigentlich mal richtig sortieren, ey. Mache ich aber, wenn ich umgezogen bin. Also, nee, während des Umzugs am besten. Vor dem Umzug noch besser. Dann nimmt man nicht alles mit, was man nicht mehr will.
Ah, ja, sehr schön. Das ist gut. Dafür brauche ich nicht meine Marines. äh, weil tatsächlich bin ich schon sehr lange auch bei One-Page-Rules hängen geblieben. Naja, zeige ich dir gleich in einer anderen Kamera. Zwergenarmee, One-Page-Rules, Grimdark. Und eine Menschenarmee ist hier irgendwo in der Schublade. Habe ich mir auch ausgedruckt. Und die Human Defense Force will ich mir als nächstes machen, aber meine Frau hat mir verboten, was auszudrucken, bevor die Sachen nicht bemalt sind. Quasi verboten, in Anführungsstrichen. Weißt du, was ich meine? Hier, warte. Die fand ich irgendwie cool. Ich finde die Wotan auch cool, aber irgendwie gefallen mir die von One-Page-Rules einen Ticken besser. Ich weiß auch nicht warum. Allerdings die Fantasy-Zwerge, die sie jetzt haben, finde ich nicht so toll. Das finde ich vor allem geil, diese Bikes bei den Zwergen. Oder die Jetpack-Jungs. Die sind auch richtig geil von One-Page-Rules. Welches? Ja, Draft Guild ist cool. Hier die Berserker-Jungs oder was das waren. Wen ich noch nicht bemalt habe, ist hier mein, weiß gar nicht, das ist der König, Anführer-Dings, den muss ich noch bemalen. Den wollte ich mir aber ganz in Ruhe Zeit nehmen für. Ich finde diese Tokens auch immer so geil. Mit den Bierkrügen und Bierfässern. Und dass da Frauen bei sind. Oh, staubig. Ist ja eine Sanitäterin, glaube ich. Ist ja kein Zwerg, hat ja kein Bart. Kannst halt so viel mitmachen, ne? Also ich habe Battletech und ich habe Fallout Wasteland Warfare. Habe ich auch noch. Sind aber auch noch nicht bemalt. Hä, was ist mit der Kamera? Moment. Ich glaube, ich bin da eben gegengekommen. Tatsächlich suche ich Spiele, weil ich selber selten dazu komme. Aber ja, also momentan komme ich selten dazu. Wird ab nächstes Jahr auch wieder besser. Tatsächlich, guck mal nach Friesenhammer. Das ist der Tabletop Club aus Norden. Da wird viel gespielt. One-Page-Rules unter anderem. Und alle anderen neu, also und alles so an Systemen, die eigentlich nicht so riesig sind. Die spielen eigentlich alles querbeet. Letztens hatten wir, was haben wir letztens gespielt? Dropfleet Commander und Psalm 21? Ne, Forbidden Psalm. Forbidden Psalm hieß das, genau. Das ist auch ganz cool. Nun müsste ich mir tatsächlich bei One-Page-Rules die Regeln wieder durchlesen. Oder böse gesagt, du müsstest mir so ein bisschen nochmal unter die Arme greifen. Weil zum Beispiel ich und meine Frau spielen gerne hier Blitzbowl und Blood Bowl. Und ich weiß nicht, warst du auf der WaterCon? Im Norden? Die wird ja auch vom Friesenhammer immer ein bisschen organisiert. Das ist die Tabletop Convention
in Norden. Und da hatten wir die Blood Bowl Stand quasi. Also da hatten wir ein Blood Bowl Stadion aufgebaut und haben Blitzball, nicht Blood Bowl, und haben das gespielt. Mit den Leuten zum Vorstellen und so. Und dann ist da auch Pen and Paper wird da gespielt und sowas. Also hier oben ist echt viel los, was das angeht. Wird nächstes Jahr auch wieder gemacht. Die WaterCon. Sind wir schon... sind wir noch nicht. Also wir fangen mit der Planung irgendwie im Dezember an. Ist halt klein, ne? Aber macht richtig Spaß bei denen auf der Con. Sind wir auch wieder nächstes Jahr dabei. Und die treffen sich, zum Beispiel der Friesenhammer trifft sich, ich meine immer dienstags und samstags. Einmal zum Malen. Und einmal zum Spielen. Das sind super liebe Jungs und Mädels und so. Mhm. Macht das auf jeden Fall, ja. Kurz hier sortieren, was ist. Okay. Ich muss gleich noch mal kurz auf eine Webseite gucken, weil es gibt auch noch gibt es einen Pub, wo sich getroffen wird zum Malen. Nicht zum Malen, zum Spielen. Die haben so ein Tabletop und
Brettspieltreff. Ein- oder zweimal im Monat. Ich bin jetzt gerade am Überlegen, wann wir das hatten. Oder du kannst selber mal vielleicht gucken. Windfuhrs Pub heißt der. Das ist mein Laden. Da ist nächsten Monat, ich glaube, noch zweimal Spieletreff. Genau. Und da kannst du ja auch rumkommen, da wird alles Mögliche gespielt. Und da sind halt auch immer ein paar vom Friesenhammer da. Ja, und ich halt, ne? Und meine Frau sind da. Da ist auch noch Haut, da ist gar kein Ring. Ja, Ring. Ist ja ein Halsring. Weil je nachdem, wer da ist, kannst du auch Glück haben. Es gibt für Ostfriesland tatsächlich eine WhatsApp-Gruppe, da sind auch irgendwie, keine Ahnung, über 100 Leute mittlerweile drin, die alle Tabletop in irgendeiner Form spielen. Also von Battletech über Blitzbowl, Blood Bowl, Dread Bowl, Hero Quest, Pen-Paper-Gruppen und so. Also alle die Nerds, sag ich mal so. Alle Nerds sind da drin. Aus Ostfriesland. Oder viele. Aber ich bin da kein Admin, deswegen kann ich da leider niemanden einladen. Stopp. Wer ist das? Gelb. Ich habe gerade gesehen, ich habe hier das übersehen, dass hier auch noch am Hals hier.
Ach nö. Ja, mach das auf jeden Fall gerne. Muss halt nur Bescheid sagen, dass wir. Weil ich sehe dich ja nicht. Das hatte ich nämlich auch schon, da hat jemand verpeilt, dass ich ihn ja nicht sehen kann, aber er mich jedes Mal sehen konnte beim Stream. Kam rein, hey, wie geht's dir? Und ich stehe da, wer bist du? Ja, das passt. Ja, und wenn es halt nicht passt mit dem in den Pub kommen, ist ja auch nicht schlimm. In den Wintermonaten sind wir auf jeden Fall wieder mehr beim Friesenhammer zum Malen und Spielen und so. Spielst du von One Patch Rules denn auch Warfleet? Da hätte ich auch mal Bock drauf. Oder Firefight. Firefight, genau. Firefight wollten ich und meine Frau beim nächsten WaterCon vorstellen. Aber die ist ja erst nächstes Jahr. Falls wir nicht aus Versehen irgendwie in die Orga oder so rutschen. Ich bin aber überlegen, ob ich für dieses Modell Metallic-Farben benutzen soll oder komplett ohne. Ich glaube, komplett ohne ist viel geiler mit dem Arm hier. Oder so eine Mischung. Dass das hier zum Beispiel Metallic, obwohl, nee, da sind Leuchtdinger bei, das ist auch cool. Also für Warfleet habe ich, glaube ich, 2 kleine Flotten hier stehen. Die hatte ich mir mal ausgedruckt. Und für Firefight wollte ich halt die Dings nehmen. Kill-Teams.
Oh, meine Frau ist wieder zu Hause. Ich rieche das Essen. Wie wollen wir eigentlich? Sieht man das hier irgendwo? Mist. Alles Mögliche wird hier angezeigt. Kilobytes die Sekunde, bla bla bla. Aber ich habe keine Ahnung, wie viel wir haben. Weil ich es von hier aus nirgendwo sehen kann. Mag mir mal einer bitte die Uhrzeit joggen? Ja, das geht doch. Dankeschön. Dann haben wir ja noch ein bisschen Zeit. So ein Stündchen. Gibt es in Aurich denn keine Clubs oder so von Tabletop-Kram? Ich dachte immer, da gäbe es auch einen. Vielleicht verwechsel ich das gerade auch. Ich war echt der festen Überzeugung, da gäbe es einen. Wobei ich auch weiß, dass es hier Clubs gibt, die irgendwie gewisse Sachen einfach gar nicht spielen, aus Prinzip. Mit einer Anker 1000 noch was Kamera. Oh, das ist hier sogar schon 4K. Hier ist hier nirgendwo drauf, leider.
Die ist auch gar nicht so teuer und hat relativ gute Qualität. Zumindest für den Anfang, sag ich mal. Es ist zu hell. Warum fragst du, Krähe? Das klingt gut. Also ich nehme damit hier auch meine YouTube-Videos und so auf mit dieser Kamera. Mit der hier. Aber ich habe auch noch eine Kamera, ich glaube, die kostet knapp 200 Euro. Die ist auch nicht schlecht. Aber dafür habe ich momentan leider keinen Platz, die hier vernünftig hinzustellen. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich nachgucken kann, wie diese Kamera hieß. Warte mal, ich gucke mal. Weil, wie gesagt, die finde ich super. Und die ist noch nicht mal auf höchste Auflösung, glaube ich, momentan. Ich gucke mal eben für dich nach, warte. In der Zeit packe ich dich mal kurz wieder auf, oder uns, auf Quatschen. Ich wollte mir gerade noch mal schnell eine rauchen. Ist natürlich die Frage, was für Videos du machen möchtest, ne? YouTube oder hier bei Twitch, weil live brauchst du ja einen dicken Rechner für. Bei YouTube kannst du ja einfach nur hochladen, das ist ja das Gute. Und der Ton muss auch richtig sein, also halbwegs vernünftig, sag ich mal. Hat aber bei mir ewig gedauert, bis der so ist, wie er jetzt ist. Von den Einstellungen her, das ist einfach ein bisschen, da muss man sich reinfuchsen, ne? Also als Mikrofon kann ich dir das Elgato Wave 1 empfehlen. Und dann am besten mit so einem Schwenkarm. Weil wenn ich hier gegen den Tisch schaue, ich habe nur so ein Standding, dann meckert der wieder. Also dann hört ihr das richtig laut. So, warte, ich guck mal eben, ob ich das Ding finde.
täuschen, ja? Glaube ich schon so lange. Mhm. Dann kannst du mir auch auf meinem YouTube-Kanal folgen. Pivia Miniatures. Oh je, jetzt habe ich Werbung gemacht. Bei Twitch für YouTube. Oh oh. Warte, wo ist sie? Ich bin gerade fasziniert, wie lange ich die schon habe, scheinbar. Habe ich die schon echt so lange? Kann doch nicht sein. Oder habe ich die irgendwie zu Geburtstag geschenkt gekriegt oder so? Oh oh. Warte. Dankeschön für dein Follow, das freut mich. Und das ist die, da ist sie doch, guck mal. Ist sie das? Die ist sogar noch günstiger und die hat sogar noch ein Mikrofon drin, sehe ich gerade. Das könnte ich auch mal irgendwann ausprobieren. Genau, die macht 2K. Das wären 50 Euro. Genau, und ich habe aber die 4K, die kostet 80 Euro. Hast du was zu schreiben? Weil da könntest du natürlich gucken, wie gut die Kamera ist. Die könnte ich mal, das Kameramikrofon ist. Die nimmt nämlich Stereo-Kamera auf. Stereo-Sound auf. Das ist die Anker. Also wie der Anker. Und dann Work C310 Webcam. Das ist eine 4K Webcam. Momentan kannst du sogar 9% sparen. Jupp. Nicht dafür. Musst dann nur Bescheid sagen, wenn du auch ein Dingens hast. Einen Kanal. Bist du gerade von YouTube nach Twitch gewandert? So. Weiter geht's.
Hm. Ja, gerne. Dann mache das, mein Lieber. War nett mit dir. Freue mich schon, wenn du nächstes Mal da bist. Oder ich in deinem Stream. Kann ja auch sein. Oder auf deinem YouTube-Kanal oder so. Hm. Das ist das erste Mal, dass ich so eine Miniatur hier so bunt bemale. Also bunt in Anführungsstrichen. Aber muss ja nicht immer alles grimdark sein, wirklich, ne?
Da muss ich auch noch drankommen, hier wieder mal. Ah, okay. Ja, das geht doch. Wird natürlich hinterher noch mit Wash gearbeitet und Highlights und so. Ich mache immer erst so ein bisschen die Grundfarben-Sachen. Damit ich dann weiß, wie so aussehen soll. Krass, die Farbe sieht man gar nicht in der Kamera. Naja. So. Wenn ich wüsste, was ich nicht wüsste, aber ich glaube, das sind auch noch Haare. Ja, das sind auch Haare. Okay. So. Das hier sieht aus wie Granaten, ne? Würde ich jetzt mal behaupten. Das Ding hier noch auch noch bemalen. Ich bin für Vorschläge offen. Auf jeden Fall wird das hier irgendwie lila, glaube ich, damit das wieder zu der Figur passt, die ja eigentlich hier drauf gehört. Hoppala. Die ja eigentlich hier so doof gehört. Ist ja auch noch nicht fertig, aber. Oder das wird auch so ein Gelbton. Ich bin für Vorschläge offen. Oh, aua. Schauen wir später. Erstmal muss das jetzt hier irgendeine Farbe bekommen. Ich habe mir jetzt extra eine Büste ausgedrückt, so ein Ritter. In der Plattenrüstung, damit ich da mal NMM-Metal machen kann. NMM. Ja, Non-Metallic Metal. NMM. Muss ja auch mal gemacht werden, ne? Man muss ja mal was Neues lernen. Gerade gesehen, hier habe ich ein bisschen drüber gemalt. Ja. Ich bin gerade am Überlegen, was wohl passiert, wenn ich die Metallteile mit Speedpaint schwarz bemale und dann vom Schwarzen, also heller werde, dass das aussieht wie Metall. Ob ich das riskiere bei der Figur jetzt. Ich habe es halt noch nie gemacht.
Weil dann müsste ich das ja hier auch erstmal schwarz machen. Und dann halt immer heller werden. Wobei, was soll passieren? Ne? Das ist eine ausgedruckte Figur. Ich meine, die kann ich mir ja jederzeit neu ausdrucken. Ich probiere das erst mit dem Plättchen aus. Ha. Moment, welche Farbe ist das jetzt? Das ist schwarz. Und das ist ein sehr dickes Schwarz. Wobei ein Schwarz-Blau wäre wahrscheinlich sogar noch besser. Wie gesagt, ich habe es noch nie gemacht. Keine Ahnung, ob das jetzt funktioniert. Wo ist mein Blau? Da. Oh. Im schlimmsten Fall versaue ich mir jetzt die Figur. Und im besten Fall sieht das richtig gut aus. Ich habe jetzt schwarz genommen mit ein bisschen blau reingemischt. Dass das halt nicht ganz so schwarz ist. Und ich sag mal, Metall ist ja eigentlich auch so ein... Also hat ja so ein Blau-Touch. Je nachdem, wie die Sonne oder so drauf hält. Oder Licht drauf hält. Ich riskiere es einfach mal live im Stream. Berühmte letzte Worte. Was soll schon passieren? Oh, wie sieht das Bläuliche auf der Nasspalette aus, als hinterher auf der Figur? Na gut. Ah. Aber ich glaube, da kann noch ein bisschen Blau zu. Das ist noch ein bisschen sehr dunkel, oder? Machen wir jetzt mal ein bisschen Blau zu. Wie gesagt, erstmal, dass ich versuche, Schwarz schluckt immer so viel Farbe. Das ist ja echt so, ne? Noch ein bisschen Blau. Ist das live dabei wie Scheiter? Yay!
Nicht weiter erzählen. Okay, jetzt habe ich zumindest einen leichten Blau-Schwarz. Ein leichtes Blau-Schwarz. Warum? Das versuchen wir es mal nochmal hier. Ups, das war ein bisschen viel Farbe. Wie gesagt, nicht lachen, ne? Ein bisschen blau-schwarz. Oh. Das geht auch ganz gut, glaube ich. Ja. Gefällt mir auf jeden Fall schon mal besser als nur dieses Schwarz, so als Grunddings. Die Frage ist, ob ich das jetzt mit dem Licht richtig hinkriege. Habe ich erwähnt, das ist das erste Mal, dass ich das mache. Also wenn jemand Tipps hat, gerne in den Chat schreiben. Ah, das heißt, ich muss ja jetzt auch zumindest ihn hier auch mal eben so machen, ne? Und in der Zeit kann dann die Halskette trocknen, dann kann ich da weiter rum experimentieren dran. Ob ich das wirklich hinkriege, seht ihr, wenn das Licht angeht. Hat hier schon mal einer im Chat irgendwie NMM-Erfahrung? Hat er einen Trick? Das ist schon dieses klassische, was ich gerne vorher gewusst hätte.
Hat auf jeden Fall schon einen guten Grundton, ne? Würde ich so sagen. Bin gerade am Überlegen, ob ich den Namen auch mache. Wobei, nee, besser erstmal nicht. Besser erstmal nicht. Spaß ja nochmal wieder einen Ticken heller kriegen. Ich nehme jetzt den Arm mit. Dann habe ich zumindest eine Grundfarbe bei dem ganzen Metallkram. Ich nehme die Sachen jetzt hier mit. Die Schulterplatten und so. Dann habe ich zumindest die Grundfarbe schon mal. Weil man kennt das ja, man kriegt das nie wieder so richtig hingemischt. Was mich auch mal interessieren würde, viele finden ja Non-Metallic Metal auch sehr, sehr cool. Was ja auch ist, je nach Modell. Aber ganz ehrlich, benutzt ihr das bei 32 mm Miniaturen? Also das kann man mir, glaube ich, nicht erzählen, dass das ja, guten Morgen, ja. Dass man das bei 32 mm Figuren so super toll hinkriegt. Also ja, das kriegst du hin, aber für so eine ganze Armee. Oder ist das später einfach so, wenn man es wirklich kann, dass es so ist, als würde man ganz normal die Armee bemalen? Ich stelle mir das immer ein bisschen sehr arbeitsintensiv vor. So kleinen Armeen.
Also Miniaturen mit so Armeen. Mann, so Armeen mit so kleinen Miniaturen zu rum. Die Ringe werden hinterher Gold oder so. Jetzt noch den Cyborg-Arm hier. Hört sich immer an, weil die Küche hier links an der Wand ist. Das hört sich immer an, als würde meine Frau gleich durch die Wand fallen. Weil die Wände einfach super dünn sind. Ich muss sagen, mir gefällt das Schwarz-Blau, was ich hier gemischt habe. Ist irgendwie eine schöne Farbe geworden. Ja, ich weiß, ich bin mal gerade die Schläuche mit. Das ist aber ein bisschen Absicht. Weil vielleicht kriege ich da ja auch noch irgendwie was anderes hin. Dass das vielleicht hinterher doch auch als Metall gut aussieht oder so. Weil ich zugeben muss, wahrscheinlich wird man immer erkennen, dass das Schläuche sind. Ne?
Ups, jetzt ist es sehr dunkel hier geworden. Das war so nicht geplant. Ich muss sagen, diese Blaumischung ist echt cool, ne? Schwarz und Blau einfach. Also Ultramarine, Blau plus Schwarz. Und dann habt ihr hier so ein, ich finde eigentlich ein sehr, sehr cooles Blau. Blau-Schwarz, sag ich mal. Ich habe zwar keine Ahnung, ob das für Non-Metallic Metal gut ist, aber ich kann mir das gut vorstellen, weil Metall halt immer so ein, wie ich ja eben schon sagte, so ein Blauschimmer hat. Wenn ich dann hinterher jetzt ein bisschen hoch gehe mit der Helligkeit in Anführungsstrichen, kann ich mir das gut vorstellen, dass dieses dunkle Blau halt, ja, wie soll ich sagen, so das Ganze lebendiger macht, als wäre es nur schwarz. Wisst ihr, wie ich meine? Ich hoffe, das war jetzt irgendwie verständlich. Naja. Erster Versuch, der darf auch scheitern, was das angeht, ne? Wer weiß, was da rauskommt. Wie gesagt, erster Versuch. Und das im Livestream. Yay!
Hoppala. Vielleicht hätte ich ein bisschen was lesen sollen darüber. Naja. Das soll schon schief gehen, ne? Habe ich schon was übersehen hier? Ah, doch da. Ja, das geht doch. Da kriegen wir doch was hin. Au. Da kriegen wir doch was hin. Problem bei NMM ist doch tatsächlich, ich muss jetzt überall das so machen, ne? Kann jetzt nicht auf einmal mittendrin was anderes anfangen. Also was heißt anfangen? Kann jetzt nicht einfach irgendwie einerseits NMM versuchen und an anderen Stellen dann ganz normal Partikel-Silberfarbe nehmen oder so. Sieht ja dann richtig doof aus. Stellen wir uns zumindest doof vor, sagen wir es mal so. Das stelle ich mir ein bisschen doof vor. Und was bemalt ihr gerade alle so? Oder malt ihr gar nicht beim Gucken? Oder zockt ihr oder... Ja.
Jetzt habe ich aber auch das ganze Metall, oder? Ja. Oder das Metallische. Metallische. Das wird nämlich jetzt dann richtig interessant, wenn es trocken ist. In der Kamera sieht das voll blau aus, das Schwarze, weil es ist gar nicht so blau. Die Ringe mache ich jetzt auch so. Passt auf jeden Fall ganz gut, glaube ich. Ich glaube, wenn ich dann da wirklich diesen Metalleffekt ganz gut hinkriege, dann sieht das echt gut aus, auch am Hals. Hier hinten habe ich das ja schon versucht, mit den Ringen so ein bisschen einen Effekt reinzukriegen. Ich denke aber, das kriege ich hier auch ganz gut dann hin. Ja, jetzt mache ich mal kurz Pipi-Pause. Bis gleich. Hoppala. Willkommen bei Pivians Miniaturen, wo Farben auf Miniaturen tanzen. Pinselstriche, die Geschichten erzählen. Lass uns zusammen die Welt erwecken. Vom Wargame bis zum Tabletop, basteln und bemalen nonstop. Brettspiele, die uns fesseln hier. Komm, sei dabei und spiel mit mir. Pivians Miniaturen, hier geht's los. Bunte Welten, alles wird groß. Vom Gelände bis zur kleinen Figur gestalten wir mit Herz und Spur. Und im Livestream, da geht's rund. Lass uns gemeinsam tauchen in den Fund. Schritt für Schritt, wir nehmen uns Zeit. Mit Hand und Herz in die Unendlichkeit. Brettspiele auf dem Tisch so klar. Ein Spiel, ein Abenteuer wunderbar. Vom Wargame bis zum Tabletop, basteln und bemalen nonstop. Brettspiele, die uns fesseln hier. Komm, sei dabei und spiel mit mir. Pivians Miniatur, hier geht's los. Bunte Welt.
unseren Streams, da wird nichts verpasst. Jeder Wurf, jeder Pinselstrich, gemeinsam sind wir mehr als nur ein Klick. Also pack deinen Pinsel aus und zeig uns deinen kreativen Applaus. Pivians Miniaturen, der Spaß beginnt, komm sei dabei und jeder gewinnt. Miniaturen, hier geht's los. Bunte Welten, alles wird groß. Vom Gelände bis zur kleinen Figur gestalten wir mit Herz und Spur. Und im Livestream, da geht's rund. Lasst uns gemeinsam tauchen in den Fund. Pivians Miniaturen, hier geht's los. Bunte Welten, alles wird groß. Moin zusammen. Ich hoffe, ihr habt ein schönes Wochenende gehabt. Wo ist denn jetzt links? Ach da. So. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende und seid fit für, genau, eine weitere Runde Drachen bemalen. Den hatten wir ja gesagt, war heute fertig. Wenn ich ihn da reinkriege. So. Ich hoffe, die Musik ist nicht zu laut, nicht zu leise. Ich hoffe, ich bin nicht zu laut, ich bin nicht zu leise. Ja, ansonsten sagt er einfach Bescheid. Dann mache ich natürlich die Musik lauter. So. Ja, letztes Mal haben wir hier alles mit Acrylfarben bemalt. Und jetzt müssen wir noch die Arme und Beine, also die Schuppen daran, in diesem dunklen Rot machen. Wenn ich jetzt noch wüsste, welches war. Das ist blöd, wenn man ein Modell liegen lässt, ne? Ich glaube, das hier war das. Und das war das hier. Hoffe ich mal. Ja. Das hoffe ich doch mal. So. Dass ich das richtig im Kopf habe. Genau, hier vorne, die werden wie die Hörner, das werden so Knochen. Da brauche ich erstmal Knochenfarbe für. Bup, 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 bup. Bup, bup. Knochenfarbe. Wie ist sie denn? Wo ist mein Bone White? Hallo? Was? Ja. Dreimal in der Hand gehabt, ne? Kennt ihr? Oder nicht benutzt. Hoppala. Das kommt erstmal schön auf meine Nasspalette und dann machen wir nämlich die zuerst, die Sachen, die Bone White werden sollen. Wie gesagt, das soll hier, das hier alles wird Bone White. Ich sag mal bis so hier, würde ich jetzt mal so sagen, oder? Ich bin gerade am Überlegen, wo hören hier die einen Schuppen auf und fangen die anderen an. Ich würde sagen, hier so, das wird alles Bone White, genau. Also hier ist quasi die Grenze. Kann ich auch nur empfehlen, sowas vorher einzuzeichnen. Habt ihr hinterher mit den großen Stellen weniger Probleme. So. Dann geht das nämlich hier schön entspannt weiter. So, da bin ich wieder. Oh, ein bisschen können wir noch. Ich habe gerade festgestellt, wir haben ja schon 5. So, ich habe jetzt noch ein bisschen Blau ins Schwarz gemischt. Also in dieses Blau-Schwarz, was ich jetzt hier die ganze Zeit für das Metall benutzt habe. Damit das noch ein Ticken heller wird wieder.
Das werde ich jetzt erstmal wieder an diesem kleinen Hologramm-Dingen oder was das da ist, austesten. Ich mache jetzt mal einen anderen Pinsel für. Ob das jetzt auch wirklich... Ja, jetzt eigentlich müsste ich hier, wenn das so lila ist, ja, muss ich mal gucken. So. Kriege ich bestimmt nicht hin, aber egal. Es wird hinterher auf jeden Fall interessant aussehen, denke ich. Hä? Sehe ich da überhaupt einen Unterschied? Ich sehe jetzt keinen großen Unterschied zwischen den Blautönen. Ja, doch minimal. Ich glaube, da muss jetzt langsam doch Weiß zu. Wo ist mein Weiß? Da. Nicht super viel, aber ein bisschen Weiß. Bei meinem Glück ist das gleich zu hell. Obwohl. Ja, es könnte klappen. Wie gesagt, ist halt das erste Mal, ne? Non-Metallic Metal. Um zu gucken, ob ich das überhaupt hinkriege. War das jetzt weiter hier an den Ketten einfach? Moment, wenn das Licht so kommt. Ja doch, dann geht das so irgendwie. Wie gesagt, wenn ihr Tipps habt, gerne sagen, weil ich weiß gerade gar nicht, was ich hier mache. Ich experimentiere gerade rum. Aber es wird auf jeden Fall interessant. Das muss ich schon sagen.
Macht doch tierischen Spaß. Das hier ja nur so ein bisschen, ne? Hm. Bisschen viel Farbe drauf. Ich habe auch schon voll viele coole Sachen rausgekriegt, einfach nur, weil ich Mist gebaut habe, in Anführungsstrichen. Mhm. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob das so klappt.
Moin Interminis, hallöle, wie geht es dir? Ich hoffe, dir geht's genauso gut wie mir. Noch geht's mir gut, sagen wir es mal so. Space Marine. Ja, gut. Ich musste letztens, was auch Spaß gemacht hat, ganz abgesehen davon, aber ich musste letztens Bad Moons bemalen. Ich mag ja so gerne gelb. Sag ich, und habe eine gelbe Figur. Naja. Okay, wo soll das Ad jetzt hin? Jetzt bin ich verwirrt. Oh, hab ich mich jetzt erschossen. Oh. Danke für dein Follow, aber ich habe mich gerade tierisch erschrocken, weil ich hier so konzentriert dran war. Ah, herrlich. Mhm. Dankeschön. Das Schlimme ist, du bist jetzt in meinem Dingens und jetzt bin ich voll nervös. So. Oh, diese Halsdinger, ne?
Fühle ich einfach beobachtet. Genau. Wie war das? Nur weil alle sagen, dass du paranoid bist, heißt es nicht, dass sie nicht hinter dir her sind, ne? Oder wie war das? Weil ich eben, warum nervös? Weil ich eben gesagt habe, ich versuche mich jetzt mal einfach an so ein bisschen NMM. Habe ich nämlich noch nie wirklich gemacht. Du, solange die Menschen über mich reden, solange bin ich unsterblich. Das sage ich immer, wenn Leute über mich schlecht reden. Da sage ich auch immer, lass die doch reden. Solange sie reden, bin ich unsterblich. Mir gefällt dieses Blau tatsächlich auch sehr gut als Lippenstift, aber das werde ich jetzt nicht machen. Ja. Ja, genau. Das stimmt tatsächlich. Lieber schlechte PR als gar keine PR, ne? Ich glaube so. Ich glaube, ich habe einen Denkfehler gemacht, aber egal. Hm. Ah, dafür bin ich aber natürlich zu lieb. Hä? Aber wie viele Space Marines musst du denn bemalen? Einen oder ein Squad oder mehr? Also sagst du,
Ja, Commission ist Commission. Richtig. Ich hätte hier noch ein paar. Wenn du möchtest. Aber die alten. Ah, warte. Ich habe es mir gerade anders überlegt. Ich glaube, ich kann sie auch selber bemalen. Nein, tatsächlich habe ich die zum Umbasen. Erstmal. Und außerdem sind es ja meine. Also sprich, da kann ich rumexperimentieren, wie immer. Jo, Wüste macht ja auch echt Spaß. Und vorher kann man an den großen Modellen auch schön üben, finde ich immer. Bei Büsten funktioniert das Wash nicht mehr. Ja, doch an kleinen Stellen schon. Also wenn du jetzt zum Beispiel hier wie dieses Stoff am Arm hier, ne? Dieses Beigestoffmäßige. Wenn du da ein bisschen drauf machst und dann wieder aufhältst, das geht. Aber du kannst halt nicht die ganze Büste zuklatschen. Das ist halt... Damals, als ich jung war, da hat das gut funktioniert. Da weiß ich noch, wo das rauskam. Da waren wir alle voll begeistert von dem Zeug. Darfst du doch auch. Ich benutze es halt auch selten, aber zwischendurch finde ich es nicht verkehrt. Je nachdem. Zum Beispiel bei Orksen, um ein bisschen was schmutziger zu machen oder so, da ist das gar nicht so verkehrt. So finde ich.
Workshop-Planung. Aha. Bist ja dann gut dabei, wenn du schon Workshop gibst. Ja, das stimmt. Hab bei uns im Club auch ganz viele, die nicht verstehen, dass ich zeitweise 6, 7 Stunden an einer 32 mm Figur sitze. Weil sie sich einfach die Arbeit nicht machen möchten oder würden. Weil sie einfach spielen möchten, ne? Das ist halt auch noch so eine Sache. Ja. Ja, und dann gibt es so Leute wie mich und meinen Bruder zum Beispiel. Wenn wir unsere eigenen Armeen haben, dann wird er erstmal gemalt und gemalt und gemalt und gemalt. Kommt ja auch immer darauf an, was einem mehr Spaß macht, ne? Spielen oder malen. Guter Fusch, ja, aber nur guter. Ah, shit. Könnte was werden. Ja, da klopft wer. Wir Jackie wollten eine Zeit lang machen. Okay. Jackie, kommst du wieder mit? Ja. Ich komm raus. Schätze mal, wir haben so 5:30. Jetzt habe ich hier vergessen, was anzumalen. Shit. Das jetzt ist das auf 5:30 bezogen. Ich hatte letztens
Oh, cool. Nee, das freut mich. Ja, ich habe ja gerade erst angefangen mit dem Commission-Kram. Und direkt mal einen Schock gekriegt. Ich habe nämlich eine Commission gekriegt über Fiverr. Das waren diese 20 Orkse. Soweit alles gut, lieber Kontakt, alles toll. Auch super happy gewesen mit den Miniaturen. Was freut natürlich. Das war nämlich die Bad Moose, die ich ihm bemalen sollte. Und dann habe ich erstmal einen Schock gekriegt, wie viel Fiverr nimmt. Und habe ich mir dann eine Webseite gebaut. War billiger. Das ist hier komisch gelaufen mit den Spikes. Moin Daniel, du hast heute wieder ein Talent. Ähm, ja, wie gesagt, ich habe jetzt gerade erst damit angefangen, habe gerade erst eine Webseite hochgezogen. Halt Commission malen. Die Idee kam tatsächlich von meiner Frau. Weil sie sagte, ich sitze ja die ganze Zeit und male. Hatte so die Idee. Ja. Und so ging das Ganze dann ins Rollen. Und jetzt einfach mal abwarten, was passiert, ne? Moin Daniel nochmal, genau. Was das hier ist, das ist einfach eine Wüste. Würde ich jetzt so auch nicht sagen. Was halt stimmt, ist, dir nützt das größte Talent nichts, wenn. Dir nützt das größte Talent nichts, wenn du keinen Bock drauf hast. Ja, und wenn ich jetzt an den Karton käme, könnte ich dir meine ersten Minis sogar zeigen. Aber ich glaube auch, dass der liebe Daniel sich gerade ein bisschen kleiner macht, als er ist.
Können wir gerne machen, du. So. Ich verrate dich doch gar nicht, Daniel. Hm. Wann warst denn du das letzte Mal hier im Stream? Ich glaube tatsächlich ja. Im Real Life sehr unwahrscheinlich. Hm. Mir tut das gerade wieder leid, weil der Daniel schafft es immer dann zu kommen, wenn ich kurz davor bin, Feierabend zu machen. Aber ganz ehrlich, jetzt durch die Kamera mit Abstand und so, das sieht gar nicht so scheiße aus, wie ich dachte. Ich dachte, ich versau die Figur. Dankeschön. Also ich meine, ne, das sind jetzt nur die zwei Farben und da kommt natürlich noch ein bisschen noch mal heller. Das soll ja ein bisschen glänzend aussehen. Aber dafür, dass ich das erste Mal mache, muss ich sagen. Ja, was heißt das erste Mal? Erstmal in so großen Maßstab, ne? In so einer riesigen Fläche. Muss ich sagen. Ich glaube, es gibt Schlimmeres, was man anstellen kann. Auf jeden Fall hat es was. Habe ich ja gesagt. Finde ich diesen Roboter sowieso so cool irgendwie. Die haben sie echt geil modelliert. Und dann kommt der da noch irgendwann drauf, wenn ich damit fertig bin. Aber den muss ich auch noch fertig machen. Quasi 2 Miniaturen zum Preis von einer. So, jetzt mache ich noch eine Raucher. Dann können wir noch ein bisschen quatschen. Und dann muss ich tatsächlich meinen Kram zusammenpacken. Weil heute wird bei uns unten gemalt. Mit ein paar Leuten aus dem Club. Dankeschön. Aber du hast nicht irgendwie YouTube oder so, ne? Also kein Kanal, ne? Du hast, glaube ich, nur Instagram, ne? Krams, oder? Intermission. Oder wo habe ich dich gesehen?
Was? Heute springen die Leute hin und her. Hm. Das ist ein ganzes YouTube-Video. Ja, du hast ihn dir angeschafft, selber schuld. Sowas passiert. Ach so. Das hat er gemacht. Ah, okay. Ja, nee, also wie gesagt, bei Fiverr war ich echt irgendwie so, what, 20%, Alter. Das kann gut sein, ja. Ja, das Gesicht hier ist ja auch noch nicht fertig bei meiner. Da ist ja noch gar nichts fertig. Das wird wieder so 3 Montage lang oder 4. Wobei ich am Überlegen bin, ob ich nachher unten, wenn wir malen, zumindest den Arm fertig mache, damit ich das Blau-Schwarz nochmal habe. Ich glaube, das mache ich auch. Weil sonst hänge ich hinterher hier und weiß wieder nicht, welche Farbmischung ich genommen habe. Müsste mir das aufschreiben. Ich hab hier sogar so ein Maltagebuch, damit ich die Mischung aufschreiben kann, aber ich verpeile das immer. Hm. Achso, okay. Ist aber auch gut. Daniel. Dankeschön. Insta. Ja, genau. Und wie war das? Irgendwie, die nehmen 20% von demjenigen, der die Dienstleistung anbietet. Dann nehmen sie noch irgendwie 5 Euro irgendwas von demjenigen, der es in Auftrag gibt. Ja. Das ist schon. Die verdienen damit gut Geld. Das ist schon krass, irgendwie. Das Gute ist, wenn er nächstes Mal was möchte, geht er vielleicht über meine ganz normale E-Mail-Adresse oder so. Weil das darfst du ja auch nicht. Du darfst ja nicht Kontakte über Fiverr machen, quasi. Und dann sagen, ja, schreib mir einfach per E-Mail. Das pflücken die ja direkt raus. Habe ich letztens irgendwo gelesen. Hm. Ja, da muss er aber auch erstmal Follower haben und so, ne? Witzigerweise kann ich dir auch empfehlen, Tumblr. Ordentliche Kamera zum Streamen, ja. Das ist hier die Anker C310. Die habe ich hier hängen. Und das da ist eine ganz günstige eigentlich. Das ist die Spedal HFR. Und den Rest kann ich nicht mehr lesen. HFR 60 Frames pro Sekunde. Genau.
Aber wie gesagt, hier die für meine Minis, das ist die Anker C310. Ja, ja. Du kannst aber auch nachher nochmal gucken, das habe ich relativ am Anfang tatsächlich auch jemandem erklärt. Da sage ich das nochmal ordentlich. Gut. So, Zigarette ist aus, ihr Lieben. Ja, vielleicht bis Montag. Also ich bin da. Ob ihr Montag da seid, weiß ich nicht. Und dann, ich sag mal so, ab Dezember oder so, gucke ich mal, dass das dann irgendwie abends läuft. An 1, 2 Tagen die Woche. Dass wir da abends was streamen. Was Malen angeht. Ja, genau. Ja, mit Messen, ich hatte ja nicht so viel Zeit. Ich habe ich ja noch einen Irish Pub. Ja, deswegen. Daniel, dir auch. Einen schönen Abend. Ne? Der Imperator beschützt und so. Mhm. Und hier den Minds and Dragons, den habe ich auch auf einer Messe, auf der WaterCon kennengelernt. Den Daniel. Der hat so 3D-Druck-Shop, Online-Shop. Ja, ist auch ganz cool. Da mache ich gerade, weil er nicht malen kann, wie er immer sagt, hat er mir hier so. Achso. Moment. Ich mache jetzt Feierabend, ja. Da hat er mir hier so Ogerwachen geschickt. Den. Und hier nochmal einen mit so einem Speer. Und. Wo ist er? So einen kleinen Goblin, der wahrscheinlich der Anführer sein soll oder so. Ja, sieht man leider jetzt nicht, weil die schwarz grundiert sind. Ja, und die hat er mir gegeben. Dann kann ich sie anmalen, dann schicke ich ihm Fotos und die kann er auf seine Webseite packen. Ach so, Nikon First, Entschuldigung. Ja. Und das ist natürlich ganz cool dann. Ja. Weil dann können sich die Leute ja auch besser vorstellen, wie die Sachen angemalt aussehen. Aber der ist auch noch nicht fertig. Ich fange immer zu viel Kram an. Ich glaube, den nehme ich auch gleich mit runter. Gut. So, jetzt aber. Ja. Ja, der hat echt ganz coole Sachen. Muss mal reingucken, der hat echt schöne Sachen. Und der hat noch nicht mal alle seine Dinger auf der Webseite, da ist er gerade dran. Der baut gerade seine Webseite auch um und so. Ich dir auch, Daniel. So, jetzt bin ich aber wirklich weg. Meine Frau meckert schon. Ich wünsche euch was. Bis die Tage, ihr Lieben. Willkommen bei Pivians Miniaturen, wo Farben auf Miniaturen tanzen. Pinselstriche, die Geschichten erzählen. Lass uns zusammen die Welt erwecken. Vom Wargame bis zum Tabletop. Basteln und bemalen nonstop. Brettspiele, die uns fesseln hier. Komm, sei dabei und spiel mit mir. Pivians Miniaturen, hier geht's los. Bunte Welten, alles wird groß. Vom Gelände bis zur kleinen Figur. Gestalten wir mit Herz und Spur. Und im Livestream, da geht's rund. Lass uns gemeinsam tauchen in den Fund. Schritt für Schritt, wir nehmen uns Zeit. Mit Hand und Herz in die Unendlichkeit. Brettspiele auf dem Tisch so klar. Ein Spiel, ein Abenteuer, wunderbar.